Hallo! Heute ist Tag 21 und das heutige Thema ist Ravenmaid. Ravenmaids sind Fae, die man mit den bekannten Selkies vergleichen kann. Eine kurze Info über Selkies bekommt ihr in 2 Tagen, denn da wird das Thema Land-Selkie sein. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich brauche beim Land-Selkie-Video auch noch was zu erzählen. Aber dafür bekommt ihr jetzt ein paar Infos über Raben in verschiedenen Mythologien. In der nordischen Mythologie symbolisieren Raben Weisheit. Der germanische Gott Odin oder Wodan hatte immer seine 2 Kohlraben namens Hugin und Munin bei sich, wobei Hugin vom altnordischen Verb huga kommt, das Denken heißt, und Munin vom altnordischen Muna, das Gedenken oder sich erinnern bedeutet. So verstärkt sich die Assoziation vom Gott der Weisheit und dem Raben als Symbol für Weisheit in den Namen seiner Raben. Ganz blöd gesagt sind Hugin und Munin die Tageszeitung für Odin. Er sendet sie bei Tagesanbruch hinaus in die Welt und zum Frühstück kommen sie zurück, setzen sich auf seine Schultern und berichten von allem, was sie gesehen und gehört haben. In der griechischen Mythologie ist der Rabe eines der heiligen Tiere Apollons, der Gott des Lichts, der Heilung, des Frühlings und vieler weiterer Dinge ist. Er ist einer der 12 Hauptgötter und daher sehr wichtig in der griechischen Mythologie. So wichtig, dass ihm das bedeutendste Heiligtum der damaligen Zeit, das Orakel in Delphi, gewidmet wurde. In der keltischen Mythologie Irlands verbindet man Raben mit der Morrigan. Ihr Name lässt sich ins Deutsche mit Geisterkönigin übersetzen. Und als wäre das nicht goth genug, kann sie entweder in der Gestalt einer schönen jungen Frau, hässlichen Alten oder eben in der eines Raben erscheinen. Auch in christlichen Geschichten kommen Raben vor. So lässt Noah einen Raben fliegen, um herauszufinden, ob das Wasser der Sintflut zurückgegangen war. Eine andere Geschichte erzählt vom Propheten Elia, der während einer Hungerzeit von Raben versorgt wird. Doch wer jetzt denkt, dass der Rabe im westlichen Mittelalter durch die positive Rolle in der Bibel ein gerne gesehener Vogel war, liegt falsch. Denn wie kann ein Tier, das in heidnischen Glaubensrichtungen das geliebte Tier von falschen Göttern ist, nur positive Eigenschaften haben? Pah, nein. Der Rabe ist gefälligst ein Unglücksbote und das schon allein, weil er ein Aasfresser ist. Ja, leider ist es so. Deswegen benutze ich nicht gern das Christentum als Beispiel in meinen Videos. Die verderben einem gleich alles. Okay, das letzte Beispiel für Raben in der Mythologie ist aber wieder positiv. Die schwarzen Vögel spielen eine große Rolle in den Sagen und der Mythologie der nordamerikanischen Natives, darunter auch in der Erschaffungsgeschichte. Trotz der Tatsache, dass es viele verschiedene Native-Stämme in Amerika gibt und jede Kultur verschieden ist, gibt es natürlich auch verschiedene Geschichten. Aber so wie mit allen Mythologien der Welt gibt es auch hier Parallelen untereinander. So gelten die Raben immer als magische Kreaturen, die ihre Gestalt auch oft in die von Menschen, anderen Tieren oder unbelebten Objekten ändern können. Sie sind Bewahrer von Geheimnissen, spielen aber auch Streiche. Oft sind diese Geschichten als Lehren für Kinder gedacht, in denen die Raben dann die Rolle des Prota- sowie Antagonisten einnehmen können. Aber neben den Mythologien werden Raben symbolisch auch oft für Märchen, Sagen und andere Geschichten genutzt und spielten auch eine große Rolle im heute immer noch vorhandenen Aberglauben. Wieder mal danke, Christentum. Puh, das war wieder viel Gebabbel. Und dabei bin ich noch gar nicht auf meine Karte eingegangen. Ravenmaids werden zwar als sehr gesellige Wesen beschrieben, die in Gruppen bestehend aus mehreren Ravenmaids und Raben leben, meine ist aber allein in ihrem Nest. Außerdem befindet sich ihr Nest in einer Felsnische. Da ist mal wieder meine Liebe zur Habin durchgesickert. Ich geb's zu. Aber Raben sind auch so sehr anpassungsfähig. Deswegen denke ich mir jetzt einfach, dass meine Ravenmaid gerade eine fiese Trennung hinter sich hat oder Urlaub macht oder einfach was Neues ausprobieren will. Jedenfalls genießt sie gerade das Alleinesein. Good for her. Ich hoffe, ich habe euch im heutigen Video nicht so sehr vollgequatscht, dass ihr morgen nicht mehr einschalten wollt. Da versuche ich auch wieder ein bisschen weniger zu babbeln, denn da ist das Thema Dancing. Und ich kann nicht tanzen. Ihr habt also gute Chancen. Dann bis morgen. Tschüss.